Dieses Mal zeige ich euch, wie ihr leckere, super fluffige Burger Buns backen könnt. Das ist ganz einfach, günstig und geschmacklich lohnt sich das Ganze sowieso. Die Brötchen lassen sich übrigens auch ohne Probleme auf Vorrat einfrieren. Los geht's auch schon mit den Zutaten und der Zubereitung. Ihr braucht 500 Gramm Mehl, einen Teelöffel Salz, 2 Esslöffel Zucker, etwas lauwarmes Wasser zum Anrühren der Hefe, 240 Milliliter lauwarme Milch, ein Päckchen Trockenhefe, 45 Gramm weiche Butter und ein Ei der Größe M. Zum Bestreichen benötigt ihr dann später noch ein Eidotter, Wasser und geschälten Sesam. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben zum Nachlesen und Ausdrucken ist wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf amerikanisch-kochen.de. Als erstes wird die Hefe mit einer kleinen Prise vom Zucker in dem lauwarmen Wasser aufgelöst. Anschließend wird das Mehl in eine Rührschüssel gegeben, eine kleine Mulde geformt und die Hefe hineingegeben. Mit etwas Mehl bestäubt sollte das Ganze 10 Minuten gehen. Nach dieser Zeit kommen der restliche Zucker, Salz, Milch und Ei hinzu und das Ganze wird grob verknetet. Erst dann kommt noch die Butter hinzu und der Teig wird 3 bis 4 Minuten weiter geknetet, bis er schön glatt und geschmeidig aussieht. Mit einem feuchten Geschirrtuch oder Frischhaltefolie bedeckt, sollte der Hefeteig anschließend 50 bis 60 Minuten gehen. Nach der Gehzeit wird der Teig in 6 bis 8 gleich große Stücke geteilt und zu Kugeln geformt. So können die Teiglinge dann schon mal auf ein mit Backpapier belegtes Backblech gelegt werden und sollten nochmal 10 bis 15 Minuten gehen. Bevor die Burger Buns gebacken werden, werden sie noch mit einer Mischung aus Eidotter und Wasser bepinselt und mit Sesam bestreut. Dann kommen sie für 20 bis 25 Minuten bei 170 Grad Ober-Unterhitze in den vorgeheizten Ofen. Und so sehen unsere leckeren, fluffigen Burger Buns dann am Ende aus. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Falls ihr die Rezepte ausprobiert, könnt ihr uns eure Bilder sehr gerne auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag amerikanisch kochen schicken. Über eure wunderschönen Bilder freuen wir uns immer sehr.